Aber das, was mir am meisten Spaß macht, ist eigentlich das Dekorieren. Hi West Wing, schön, dass ihr da seid. Kommt rein! Ich bin die Anka und ich bin 32 Jahre alt und wohne hier mit meinem Mann in Erlangen. Hauptberuflich bin ich Flugbegleiterin für eine große deutsche Airline und ja, fliege ganz oft und ganz viel. Hier sind wir in unserem Wohnzimmer. Auf unserer Couch sitzen wir gerne abends und schauen ein bisschen Netflix und kuscheln. Bei besonderen Anlässen wird auch mal unsere Hausbar aufgemacht. Da ist der Rum drin, den mein Mann total gerne trinkt. Morgens sitzt er auch gerne da drüben auf dem Stuhl bei einem Gläschen Kaffee und startet so in den Tag. Wir haben aber auch noch ein zweites Wohnzimmer. Das ist oben. Das zeige ich euch gerne nachher. Bei meiner Einrichtung achte ich vor allem darauf, dass alles stimmig zusammen gut aussieht, aber da kann man auch gerne mal Holzarten mischen. Wir haben hier durch das alte Fachwerk sehr viel Holz und ich finde, es gibt einen besonderen Charme, wenn man mal einen dunkleren Holzton auch mit einem helleren Holzton verbindet. Bei der Einrichtung in einem Dachgeschoss sollte man vor allem vorher wissen, dass man selten gerade Wände hat. Also wir haben uns hier wirklich mit sehr viel flachen Möbeln beholfen, weil wir einfach keine geraden Wände haben. Sprich, wir haben keine Schränke, wir haben hauptsächlich Sideboards, Vitrinen und flachere Schränke. Das heißt, man muss den Stauraum wirklich perfekt nutzen und jede Nische, die ihr so seht, irgendwie füllen, aber so, dass es auch einen besonderen Charakter dann bekommt. Und jetzt nehme ich euch mit in meinen Essbereich. Der ist nämlich direkt da drüben. Ja, hier sind wir in unserem Essbereich. Hier sitzen wir gerne abends zusammen. Mein Mann kocht gerne, ich backe lieber. Und ja, manchmal sitzen aber auch wir zusammen mit Freunden hier bei einem Gläschen Wein und machen nette Spieleabende. Ja, die Challenge bei der Einrichtung war vor allem hier diese Treppe, die mitten im Raum ist. Und ich trotzdem wollte, dass mein Essbereich hier ist und hier seinen Platz findet. Wir hatten den Tisch und die Bank schon und ja, ich habe einfach gehofft, das passt alles so hin. Die Stühle haben genug Platz und hier ist es trotzdem nicht zu eng und sieht nicht irgendwie aus, als wäre alles zusammengestaucht. Als absoluten Glückskauf in dieser Wohnung würde ich auf jeden Fall meine Vitrine nennen, die wir auf eBay Kleinanzeigen ergattert haben, für die wir ein ganz schönes Stück gefahren sind. Die habe ich mir aber so in meinem Kopf eingebildet. Die wollte ich vor allem haben, damit ich das Porzellan von meiner Großmutter so richtig schön zur Geltung bringen kann. Und dafür habe ich sie mindestens 3-mal gestrichen, dass sie so schön hell und weiß aussieht und auch mit meinem eigenen Porzellan das zusammen ein stimmiges Gesamtbild ergibt. Da ich ja ein großer DIY-Fan bin, möchte ich euch nachher zeigen, wie ihr aus einfarbigen, langweiligen Geschirr mit ein bisschen Farbe und ein paar wenigen Handgriffen euer eigenes individuelles Geschirr machen könnt. Aber vorher gehen wir noch in die Küche. Und hier sind wir auch schon in unserer Küche. Hier kochen und jetzt bin ich da so dumm gelaufen. Ne? Und hier sind wir auch schon in unserer Küche. Hier kochen und backen wir und ich habe auch schon eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Die Küche war hier in der Wohnung schon drin, da konnten wir leider nicht viel machen. Ich habe sie versucht so ein bisschen aufzuwerten, indem ich hier mein Regal aufgehängt habe und mit ein paar schönen Vintage- und Keramikstücken die Küche so ein bisschen aufzuwerten. Wir haben diese Rückwand gefliest, das sind so ein bisschen individuelle Fliesen auch. Die machen das Ganze vielleicht ein bisschen attraktiver, weil sie sonst doch sehr, sehr schlicht ist. Und hier haben wir noch was ganz Besonderes. Unser altes Küchenbuffet, das wir zur Hochzeit geschenkt bekommen haben. Das hat mein Schwiegervater aufwendig restaurieren und aufbereiten lassen. Und es wurde sogar unser Hochzeitsdatum eingraviert. Habt ihr auch besondere Möbelstücke, die euch sehr am Herzen liegen? Schreibt gerne in die Kommentare, ich freue mich, sie zu lesen. Und hier sind wir in meinem Badezimmer. Und hier ist auch schon mein absolutes Lieblings-DIY, unser Waschtisch, den wir aus einer alten Kommode umgebaut haben.
Wir mussten ein paar Löcher sägen, die Schubladen aussägen, damit auch die Rohre Platz haben und er so als Waschtisch hier so funktioniert, wie er gerade steht. Wir mögen ihn vor allem, weil er hier so ein bisschen Landhauscharakter reinbringt in das doch sehr weiß gehaltene Badezimmer. Und hier sind wir auch schon in meinem Schlafzimmer, dem einzig farbigen Raum in dieser Wohnung. Und warum ist es der einzig farbige Raum hier in der Wohnung? Ja, ich wollte einfach eine kleine Veränderung haben und habe mich von der Toskana inspirieren lassen. Deswegen ist es so ein Olivgrünton geworden. Ich brauchte eine kleine Veränderung. Mir hat es hier alles nicht mehr so gut gefallen. Das Bett mag ich auch nicht so sonderlich. Und ich wollte hier so ein bisschen Urlaubsfeeling reinbringen. Tipps, wie ihr vielleicht selber den Landhausstil bei euch verwirklichen könnt, wären zum Beispiel in eine alte Holzbank zu investieren oder ihr spielt mit verschiedenen Stoffen und vielen Kissen. Das gibt diesen amerikanischen Schlafzimmer-Charme. Bei den Kissen setze ich besonders auf Karo-Muster, was typisch Landhaus ist. Und was man sonst noch machen könnte, wären in alte Bilder zu investieren. Ich habe jetzt meins hier selber gemalt, aber auch beim Flohmarkt findet ihr wirklich schöne Vintage-Schätze, die perfekt den Landhausstil unterstreichen. Und jetzt zeige ich euch, wie versprochen, mein zweites Wohnzimmer. So, das ist unser zweites Wohnzimmer. Dieses ganze Zimmer ist eigentlich ein ganz großer Multifunktionsraum. Mein Mann arbeitet hier, ich mal und bastel auch hier. Und wenn wir das hier gerade nicht tun, dann sitzen wir auch mal gerne hier zusammen oder spielen auch mal eine Runde Darts. Vielleicht ein Tipp, wie ihr einen großen Raum optisch unterteilt, wäre ihn in bestimmte Bereiche einzugrenzen. Dabei helfen Textilien wie ein Teppich. Dadurch schaffe ich einen kleinen Wohnbereich und grenze ihn auch von meinem Arbeitsbereich wiederum ab. Ich habe hier auch bestimmte Farben gewählt. Jetzt gerade habe ich Gelb, das sich so einmal durch den ganzen Raum zieht, das wieder eine große Verbindung schafft. Und jetzt zeige ich euch mal meinen Bereich. Das hier ist meine Mal- und Bastelecke. Je nachdem, was ich vorhabe, mache ich das entweder hier an dieser Werkbank oder setze mich auch mal unten an den Esstisch. Hier arbeite ich vor allem gerne mit Holz, weil es sich einfach auch anbietet. Hier darf es auch mal chaotisch nämlich zugehen. Hier sieht es auch immer ein bisschen unaufgeräumt aus, aber so eine Bastelecke, die darf ja auch mal ein bisschen unordentlich sein. Diese alte Werkbank ist ein Fundstück aus der Scheune meines Schwiegerpapas. Dort haben wir sie lange abgeschliffen und sie am Ende hier hochgebracht. Was ich am allerliebsten an ihr mag, sie ist super alt. Man sieht auch, sie hat schon einiges mitgemacht, aber man kann hier einfach super mit Holz arbeiten, Schleifarbeiten erledigen oder auch mal schnitzen und es macht nichts aus. Man macht einfach nichts kaputt und sie darf so aussehen. Ich mag den rustikalen Charakter, den sie ausstrahlt. Meine Bastelsachen bewahre ich vor allem in kleinen Schränken auf. Ansonsten arbeite ich super gerne mit solchen Stapelboxen, die ganz hübsch aussehen und wo man einfach alles reinschmeißen kann, was man nicht sehen möchte. Und jetzt zeige ich euch, wie versprochen, wie ihr aus einem einfarbigen Teller ein hübsches und individuelles Unikat selber schnell herstellen könnt. Was ihr dafür braucht, ist ein einfacher Teller, Porzellanstifte und oder Farben, dazu natürlich Pinsel. Und das war's auch schon, dann kann es auch schon losgehen. Und so sieht dann das Endergebnis aus. Wenn ihr auch Lust habt auf eine Westwing Home Story, dann bewerbt euch unter dieser E-Mail-Adresse und erhaltet dafür einen 750 € Westwing-Gutschein. Das war es jetzt auch von mir. Schön, dass ihr da wart. Tschüss!